1987 war ich Student in der Saarbrücker Universität, habe BWL studiert, war ziemlich ehrgeizig, war auch ehrlich gesagt so ein bisschen leer gelaufen, weil ich vorher bei der Bundeswehr war und da hat man dann irgendwie nicht so viel für sein Hirn bekommen und deswegen war ich so richtig heiß aufs Lernen und dann hatte ich mir halt überlegt, man müsste dann seine Zeit mal richtig optimieren und dafür braucht man ein vernünftiges Tool. So, was gab es damals? Damals gab es Ringbücher für die Jüngeren unter den Zuschauern. Ringbücher, das sind die Dinger aus Metall, so Krampen, die dann in gelochtes Papier hineingreifen. Da war so ein Leder drumherum, so in der Regel relativ knuffige Dinger. Und dann gab es die schönen smarten Buchkalender. Ich hatte auch einen Buchkalender, nämlich einen von Treulieben und Bischof im Format A5. Der Kalender von Treulieben und Bischof hieß Assistent, weiß ich noch ganz genau. Und den habe ich am längsten Rücken in 4 Teile geschnitten, weil ich mir überlegt hatte damals, Ringbücher magst du nicht, Buchkalender sind toll, aber die Buchkalender sind auch noch zu dick und außerdem hatten sie kein Telefonregister und keine Notizen. Also habe ich ihn auseinandergeschnitten, habe die ersten beiden Quartale genommen. Die letzten beiden Quartale würde ich dann ja im nächsten Semester nehmen, habe das ergänzt um ein Telefonregister und um ein Heft für Notizen. Und dann war aber die Frage, wie kommen denn diese kleinen Buchblöcke wieder zusammen? Was für ein System gibt es, um die wieder zusammenzubekommen? Und das sind jetzt hier, ich habe sie mal schon mal vorbereitet, das sind die drei sagen wir, Prototypen, Vorläufer von x47. Der hieß aber natürlich noch nicht x47. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie denn so die kleine Evolution war. Ich habe hier ein Schild verwendet, so ein Schild, Baustelle betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder, das war das Material, was mir zur Verfügung stand. Und das Besondere hier dann, also die erste Idee, wie man diese Blöcke zusammenhält, war jetzt halt ein System von Nägeln. Ja, ich hoffe, ich kriege es nachher noch wieder zusammen, war ein bisschen unpraktisch. Hier sind Nägel unterschiedlicher Länge und die einzelnen Hefte habe ich dann auf den Strohhalm gezogen. So, hier kann man sie dann wieder einstecken. Und wenn man das dann richtig macht, so und auch so, dann kommen jetzt hier, na, das ist schon ein bisschen, jetzt kann ich die hier einer nach dem anderen einführen. Na, ich erspare Ihnen jetzt mal die, das ist ein bisschen fummelig. Aber gut, es hat funktioniert. Die ersten 2, 3 Jahre im Studium habe ich damit arbeiten können und das Besondere war halt, dass ich hier meine Kalendarien hatte, hier hatte ich meine Notizen und auch hier hinten dann schon so in den Deckel Post-its eingearbeitet. Es hat schon ein bisschen gelitten. Hier vorne gab es dann auch noch ein Fach für einzelne Papiere. Also Sie sehen, so sah dann das erste Stück aus. Ja, hat schon ein bisschen gelitten. Die zweite Version war so ähnlich, auch hier, ach, mal richtig rum. Hier habe ich auch ein paar Sachen einstecken können. Und dann gab es schon die erste Innovation. Und zwar habe ich dann hier schon, kann man ganz gut erkennen, die Federstege aus den Uhren verwendet. Na, das sind die Federstege. Auch hier noch ein Röhrchen draufgezogen und ist so weit festgeklebt. Und auch hier natürlich der Vorteil, vorne die Kalendarien und hinten dann auch noch Notizbücher und also etwas. Ja, das war das zweite, das Format A5. Und jetzt kam das dritte, war ein bisschen kleiner. Auch hier hat man dann vorne was einstecken können, so einzelne Papiere. Und hier waren auch die Federschienen, die kleinen Federelemente. Ja, so. So, das waren die 3 ersten und so sieht es jetzt halt in dem neuen System aus. Hier ist die Federschiene und so. Jetzt die Federschiene auch oben, sonst war sie immer unten. Und jetzt haben wir hier, schieben wir das nach oben, ziehen es raus, führen oben wieder ein und klinken es unten ein und dann hält das auch. So sieht er heute aus. Nach diesen 3 Versionen ging es dann weiter. Das Studium wurde beendet. Ich habe dann als Unternehmensberater gearbeitet, habe dann auch den kleinen A6er, den ich Ihnen gezeigt hatte, den habe ich dann auch immer weiter benutzt. Da gab es noch eine weitere Variante aus einem Führerschein, aus einer Lederführerscheinhülle, den habe ich dann auch noch verwendet. Und es hat sich ganz gut durchgesetzt. Dann habe ich bis 2002 als Unternehmensberater gearbeitet und dann war irgendwann
die Zeit der Unternehmensberaterei vorbei. Das hat dann wieder mehrere Gründe, auch wirtschaftliche Situationen in Deutschland hatte sich verändert. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt wäre es eigentlich mal an der Zeit, sich mal um seine alte Idee von 1987 zu kümmern. 2002 habe ich mich dann nochmal richtig damit beschäftigt, habe mir überlegt, man müsste vielleicht auch ein Patent anmelden, wäre ja auch nicht verkehrt. Das habe ich dann getan und dann habe ich die X47 GmbH gegründet. So, jetzt natürlich immer die Frage, wie kam es denn jetzt zu dem Namen X47? Und eigentlich ist das wie soll ich sagen, es ist eine eigentlich langweilige Geschichte, aber irgendwie auch eine schöne Geschichte. Langweilig insofern, als dass wir damals als kleines Unternehmen kein Geld gehabt haben, um riesen Marktrecherche zu machen und haben dann halt überlegt, dass wir vielleicht auch eine Buchstaben-Zahlen-Kombination wählen könnten. Und dann ging es darum, welche denn jetzt die besten Buchstaben wären, was gefällt mir denn eigentlich? Und dann gab es ein M und ein X und eine 4, eine 7 und eine 1 und die haben wir dann so ein bisschen gemischt und irgendwann kam dann eine Kombination dabei heraus, die X47 hieß. X für irgendetwas, 4 für 47 für die Woche und so kam es. Aber es gibt an dieser Geschichte noch einen zweiten Teil und der ist besonders lustig, denn wir haben uns überlegt, wie groß ist jetzt eigentlich der Vorteil der beschreibbaren Fläche im Format A6, wenn man das mit dem Ringbuch vergleicht. Also das Ringbuch ist ja die Klammer und da hat man halt sehr viel Platz vergeudet, weil man halt auch Löcher brauchte und die viel mehr Platz hatten, die waren viel lockerer geschnitten, das ist ja alles ganz anders. Und dann haben wir es ausgerechnet und dann war mein damaliger Freund und studentischer Mitarbeiter Lutz Guardiola, hat das dann mal ausgerechnet, wie viel mehr Prozent beschreibbare Fläche wir denn haben. Und er kam dann zu mir und sagte, Matthias, ich habe das jetzt rausbekommen, die beschreibbare Fläche gegenüber vom Ringbuch im Vergleich A6 sind 48%. Pause, Pause, Pause. Er guckte mich an, 47, oder? Und damit hieß es 47% mehr beschreibbare Fläche. Das ist auch das, was ich jetzt immer noch gerne erzähle. Das ist eher ein Zufallsprodukt, dass es dann genau 47 war. Aber vielleicht Nomen ist Omen. Vielleicht war es auch so, dass die ganze Geschichte einfach so sein musste und 47 dann auch die besondere Rolle spielt an der Stelle. Auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und deswegen heißt das Ganze X47. Wir haben das dann noch ein bisschen prüfen können. Diese Kombination gab es noch nicht. Auch damals war das Internet noch in den Schuhen. Da haben wir auch schon mal damals ein bisschen gegoogelt. X47 war nicht belegt, sondern haben auch die Marke angemeldet. Und seitdem heißt das System X47. Es war schon eine harte Zeit. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, man hat jetzt eine gute Idee, man macht ein Patent und dann läuft es. Und so war es nicht. Also es gibt ja auch mehrere Probleme dabei. Also erstmal kannte ich mich natürlich als alter BWLer nicht mit der Lederverarbeitung aus. Ich kannte mich nicht mit der Papierproduktion aus. Und das Problem, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, wie das Röhrchen jetzt ans Papier kommt. Sie erinnern sich, am Anfang waren das einfach nur aufgeklebte Röhrchen. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Zuerst mal hatten wir ein besonderes Spannensystem, sehr aufwendig mit einem kleinen Widerhaken. Das war nicht so besonders glücklich. Da ging auch mal das ein oder andere Mal das Röhrchen ab. Aber dann kam ich halt irgendwann auf eine Idee, die wir bis heute haben. Die verrate ich aber nicht, weil das ist natürlich schon eine Sache, die das hat mir schon so mehrere Nächte, schlaflose Nächte gekostet. Deswegen verraten wir das besser nicht. Gibt auch noch ein paar Leute, die genau wissen, wie es geht. Ja, auf jeden Fall fingen wir dann mit A6 an. Wir haben dann die ersten Prototypen gemacht. Dann haben wir uns überlegt, wie man das jetzt mit den Heften am besten hinkriegt und diese ganze Struktur aufbauen. Es war nicht besonders einfach, kann ich nur sagen. Aber es war auch eine schöne Zeit, weil es war eine Zeit, wo man wie soll ich sagen, es war so eine Aufbruchzeit für uns. Also die dabei waren 2002 und 2000 bis 3, 4, 5 war eher so Krisensituation in Deutschland. Und wir haben in dieser Krise zusammen dann diese Idee entwickelt und versucht, den Fachhandel hineinzubringen. Ja, wir fingen dann mit A6 an, mit dem normalen Timer und dann, weil halt die Federschiene, ich kann sie jetzt mal zeigen, die Federschiene, die sieht ja so aus, gibt 3 verschiedene Größen. Hier kann man schon ganz deutlich das Element erkennen, was es auch in den Uhrenstegen gibt. Und wir hatten wirklich ganz großes Glück, dass wir einen Produzenten gefunden haben, der zu einem vernünftigen Preis, vernünftiger Preis ist ein Schweizer, da sind die Preise nie so ganz vernünftig, aber auf jeden Fall für diese Qualität, diese Top-Qualität, die er seit 20 Jahren hält
uns diese Federschienen baut. Hier oben das Federelement und dazu gehört natürlich passend auch immer noch das Röhrchen. Die gibt es jetzt in 3 Größen. Das ist die Größe A6, mit der fingen wir an. Dann kam A7 und später kam auch noch das größere Format A5 vorbei. Wobei interessant ist, dass mittlerweile das größere Format A5 sich am besten verkauft. Wir fingen an mit dem Format A6, weil das eigentlich das Westentaschenformat war. Das war der Planer schlechthin. Zumindest in der Zeit war es so. Mittlerweile ist es auch gerne mal A5. Also nach dem Format A6 kam das Format A7, also das kleinere Format. Und dafür haben wir erst einen Mini-Timer entwickelt und dann auch gleichzeitig noch eine einzigartige Kombination, auch weltweit einzigartig, zwischen einem kleinen Kalender im Format A7 und einem Portemonnaie. Und so ist dann die Duo-Serie entstanden, Duo 4 und Duo 1. Und wir haben ein sehr kompaktes Portemonnaie gemacht mit besonderen Einzelheiten, aber das finden Sie dann in einem anderen Film. So, das war dann das Format A7 und dann haben wir auch noch eine Idee gehabt damals, haben ein Kompakt-Tool gemacht, wo man nicht nur Portemonnaie hat und die Kalendarien, sondern auch noch ein Handy reinzubringen. Das ist wiederum, kommt jetzt auch schon wieder oder auch wiederum nicht. Auf jeden Fall hatten wir damals, das hat sich den Trio genannt, weil wir 3 Funktionen drin hatten. So. Als dann auf Basis des Formates A6 und auf der Basis des Formates A7. Dann ging es weiter, dann haben wir das Format A5 entwickelt, so richtig groß für professionelle Anwendungen. Jetzt sind wir schon im Jahr, ich würde sagen 2010 ungefähr. Sie müssen wissen, dass in der Zeit 2006, 2007 2 wichtige Sachen passiert sind. Zum einen haben wir einen ganz fulminanten Auftritt bekommen. Vielen Dank an Herrn Pardey, der Redakteur von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da hatten wir einen Artikel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ganz, ganz tollen Artikel. Und der hat x47 richtig nach vorne gebracht und noch 5, 6, 7 Jahre später habe ich Anrufe bekommen. Herr Büttner, ich habe mal in der FAZ was über Sie gelesen, ein ganz, ganz toller Artikel. So, das war 2005 und 2006 habe ich dann eine Tochtergesellschaft gegründet, die X17 GmbH, weil die Leute auf mich zugekommen sind, haben gesagt, Herr Büttner, Ihre Kalendarien sind toll, Book-by-Book-System ist auch toll, aber es ist uns zu teuer. Ich meine, 150 bis 200 Euro für so eine Lösung, sich selbst zu organisieren, war für viele einfach zu viel. Und dann habe ich halt nachgedacht und bin auf eine andere Lösung gekommen. Wir können die gleichen Hefte verwenden, aber wir haben dann Elastics, also Gummiringe. Das ist aber ein anderes Thema. X17, ich werde das hier mal einblenden. X17.de können Sie sich angucken, ist anders, ist viel günstiger, ist irgendwie witzig, sehr sympathisch und wir machen auch alles in Deutschland. Sehr schön. Gut, das war dann das Jahr irgendwie 2006. Ich weiß schon, seit 2010 hatten wir dann die A5er Einlagen. Zwischen 2010 und ich sage 2020 hat sich so im ersten Teil relativ wenig getan, was gut war. Es hat sich so sehr, sehr viel etabliert. Wir haben die Prozesse optimiert. Am Anfang war ja sehr viel gewachsen. Das war einfach so organisch gewachsen und auch mit der Steuer und dem ganzen der Dokumentation war es nicht so einfach. Das muss man halt alles lernen. Also so ein Startup mit so vielen, also mit Produktion und Verkaufen, Vertrieb und Internet und so, das war alles. Und insbesondere bei so einer kleinen Firma, wo man so viel macht, da hat man auch die eine oder andere Sache nicht so richtig gut gemacht. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann richtig schön sauber zurechtgestrampelt und haben die Prozesse optimiert und die Strukturen optimiert, wo wir was herkriegen, welche Ledersorten nochmal ausgewechselt, mit dem Papier ein bisschen gearbeitet. Und dann kam das Jahr 2019 und dann gab es einen großen Schwung, kann man sagen, weil dann 2 Sachen auf einmal passiert sind. Nämlich zum einen, wir haben uns dann für eigenes Papier entschieden. Gott sei Dank hatten wir dann auch die größere Menge. Also wir haben mehr Papier gebraucht, sodass sich dann
auch lohnt, eigenes Papier zu machen. Und das muss man wissen. Das ist so für einen Kalenderhersteller, einen Notizbuchhersteller, das ist so die Königsklasse. Es war vorher schon so, dass wir eigenes Leder bekommen konnten, weil wir dann auch die größeren Mengen haben. Man kriegt ja Leder entweder von der Stange oder man lässt es sich machen. Da hatten wir dann auch, haben wir unser Leder machen lassen. Aber mit dem Papier, da braucht man schon 15, 20 Tonnen und die muss man auch erstmal abnehmen können, bezahlen können, verarbeiten können. Und das war wirklich nicht besonders einfach, aber 2019 haben wir es dann geschafft. Dann haben wir eigenes Papier, haben eine Papiermühle gefunden, die uns eigenes Papier macht. Wir haben bei dem eigenen Papier dann auf unsere Kunden gehört und haben uns überlegt, wir müssten vielleicht mehr auf die Füllerfans eingehen. Wobei bei A5 war das noch nie so das große Problem. Das war schon in Ordnung mit den Füllern. Aber beim A6 war es halt nicht so einfach. So, und es ist bei uns das mit dem Papier sowieso nicht so einfach, weil wir haben ja kleine Hefte und die müssen auch gut gefaltet werden. Das Papier darf nicht so dick sein. Wenn es nicht so dick ist, dann suppt es eventuell das eine oder andere Mal doch durch. Naja, ich mache es jetzt mal kurz. Wir haben dann ein wunderbares Papier gefunden, was sehr, sehr füllerfest ist. Das heißt jetzt Lumex. Also Lumex ist das Papier, was sehr füllerfest ist und uns auch bescheinigt wird, dass das ein ganz tolles Kalenderpapier ist. Es sind doch sehr viele Leute, die mit Füller schreiben und das wurde uns dann auch gutiert. War sehr schön. Also das war toll. Aber das ist nur der erste Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte ist, wir haben uns dann auch überlegt, wir könnten auch die Hefte selbst produzieren. Bislang war es immer so, wir haben die Hefte in einer Druckerei gemacht, mit einer sehr zuverlässige Druckerei. Aber wir hatten dann immer mehr, und das ist ja das, was sich zeigt, wenn man Spezialanbieter ist, es gibt immer mehr Kalendarien, die auch nur in kleineren Auflagen gemacht werden können oder müssen. Und so eine Auflage muss mindestens 1000, 1500 oder 2000 sein, dann lohnt es sich. In allen anderen Fällen sind dann die Stückkosten relativ groß. Das war das eine und wir wollten auch ganz gerne, das ist auch das, was X47 ausmacht, irgendwie die Qualitätssicherung und die Produktion ins eigene Haus holen. Das haben wir bei der Produktion der Terminplaner schon selber gemacht. Das ist schon schön, wenn man es selber macht. Und jetzt haben wir dann im Jahre 2019 das Projekt gestartet, Digitalproduktion, das machen wir dann selber. Und jetzt ist es auch so, was mich sehr freut, wir haben dann eine gute Lösung gefunden. Wir haben jetzt eine eigene Maschine, mit der wir die Hefte machen. Und wir drucken auch selbst mit einem digitalen System, aber das ist kein Lasersystem, es ist ein Tintendrucksystem. Und das Schöne an dem Tintendrucksystem ist, es ist sehr ökologisch. Es ist auch ökonomisch, aber es ist auch sehr ökologisch, weil man keinen Feinstaub produziert. Man braucht viel weniger Energie, weil die Produktion nicht mit Wärme, sondern einfach nur mit Tinte funktioniert. Und das wird einfach quasi wie ein normaler Tintenstrahldrucker auf Papier getan, braucht man keine Wärme. Und die Feinstaubbelastung ist auch null. Bei Tinte hat man das halt nicht. Und von daher war es einfach schon schön. Nun war es nicht ganz so einfach, weil wir mussten da auch eine ganze Menge lernen, wie immer, wenn man die Produktion macht. Es ist nicht umsonst, dass die Druckereien hochbezahlte Fachkräfte haben, aber wir haben es dann hingekriegt und haben auch das Layout dadurch ein bisschen verändert, auch dem geschuldet, dass das Papier jetzt nicht mehr ganz so hellweiß ist, sondern es ist ein bisschen Chamois, hat einen kleinen gelben Ton. Gefällt uns sehr gut. Eine Sache habe ich Ihnen noch unterschlagen. In der Zeit zwischen 2010 und 2019 ereignete sich noch etwas, nämlich wir sind umgezogen in ein eigenes Haus, in ein eigenes Objekt. Wir waren vorher in Miete und das war halt immer, wie das ist, so bei wachsenden Unternehmen, wurde dann irgendwann eng. Das heißt, sie mussten dann irgendwann Sachen bestellen und meistens sagt man dann, haben wir noch genug Geld? Wir haben nicht gefragt, ob wir noch genug Geld hatten. Das ging irgendwie alles ganz gut, obwohl wir gewachsen sind. Und wir mussten uns fragen, haben wir eigentlich genug Platz? Wo können wir das denn eigentlich lagern? Eine ganz besondere Herausforderung. Es ging dann irgendwann nicht mehr weiter. Wir mussten eine Lösung finden und dann war das Glück uns hold. Ein befreundeter Banker hat dann gesagt, wieso, kauf dir doch einfach was. Falls du eine Möglichkeit suchst der Finanzierung, wir helfen dir schon, auch wenn du kein Eigenkapital hast. Da gibt es ja Fördermöglichkeiten, du bist ein dynamisches Unternehmen. Und das war wirklich ein großes Glück, einer der vielen Glücksmomente in der Geschichte von X47. Und dann haben wir ein ganz tolles Haus gefunden, ein schönes Objekt, wo wir dann bis heute noch drin sind, was uns den Platz und die Möglichkeiten gibt, uns dann so zu entfalten, wie wir das dann auch brauchen.